Am vergangenen Wochenende waren wir in Hamburg, das war alles sehr schön. Wir saßen im Zug aber gegenüber von einer Frau, die ihrem Mann irgendwie alles vorlesen musste. Ich meine, alles. Die Bahnhofsnamen musste sie alles vorlesen. Sie hat auch ständig dazwischen gequatscht und geredet, ohne Punkt und Komma. Aber was mich wirklich am meisten störte, das war diese Drang, jeden Bahnhofsnamen vorzulesen. Auch da, wo wir nicht anhielten. Oh, Steinheim. Steinheim? Hanau. Flieden. Also nicht Flieder, sondern Flieden. Und wie gesagt, hat sie dauernd geredet. Und da hat meine Schwester gemeint, dass es so nicht geht. Und da war ihr Mann dann natürlich total empört, aber das dürfte er nicht sein, weil das war dann irgendwie so, weißt du, wie das so ist, wenn man dann irgendwie so... Die Zugfahrt dauerte ja so 3,5 Stunden. Wir waren keine 10 Minuten da drin, da hörte ich von dieser Frau. Also, wo wollen wir jetzt aussteigen? Hauptbahnhof oder Altona? Altona. Für die, die es nicht wissen, liegt Altona in Hamburg. Das bedeutet, die Frau fährt die ganze Strecke mit nach Hamburg. An dieser Stelle ein Appell an Stehpinkler. Von mir aus zu Hause, gut, ja, aber in einem Hochgeschwindigkeitszug mit 250 Stundenkilometern, bitte nicht. Wir haben dann das Hotel gefunden und wie es manchmal so ist, lief alles nicht so, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ich habe nichts gegen dem Hotel. Das war ein Fehler, hätte jedem passieren können. Der freundliche Herr am Empfang checkt uns ein und gibt uns eine Karte für Zimmer Nummer 452. Ich mache die Tür auf, bleibe stehen und sage, oh, meine Frau hinter mir sagt, rein mit dir, und dann bleibt sie stehen und sagt, oh, es liegen Koffer rum und die sind nicht unsere. Da sind wir wieder runter zum Empfang. Diesmal war da eine freundliche Dame. Ja, wir haben das Zimmer 452, aber irgendwie scheint es schon belegt zu sein. Sie hat sich entschuldigt, hat gesagt, das dürfte eigentlich nicht passieren, das wäre wohl ein Missverständnis gewesen. Und hat die spanische Aushilfe darum gebeten, uns ein neues Zimmer zu geben. Ja, alles ganz flott. Zimmer 425 haben wir dann gekriegt. Ich bin normalerweise daran gewöhnt bei solch großen Hotelketten, dass jedes einzelne Zimmer genauso aussieht wie das andere. Dass dieses Zimmer dann doch ein bisschen anders aussah, ja gut, das haben wir dann im Kauf genommen und gedacht, naja, was soll's. 10 Minuten später klopft die Managerin an der Tür. Was war? Die spanische Aushilfe hat uns ein behindertengerechtes Zimmer gegeben. Ja, es war ja ganz okay, also ich hatte keine Lust, nochmal das Zimmer zu wechseln. Die Managerin hat gesagt, also das Zimmer brauchen die nicht und wir können gerne da bleiben, wenn wir wollen. Nicht, dass wir uns auf den Schlips getreten fühlen und so weiter. Haben wir gesagt, ja gut, kein Problem. Also ein behindertengerechtes Badezimmer ist eigentlich sehr schön, es ist riesengroß. Wenn man sich aber aufs Klo setzt, merkt man erst, was behindertengerecht bedeutet. Selbst meine Füße hatten keinen Bodenkontakt. Es ist irgendwie ein seltsames Gefühl, da baumelt alles. Und man ist sich nicht ganz sicher, ob man dann wieder runterkommt. Oder wie. Schlimm war es dann am nächsten Morgen, als ich mich rasieren musste, weil ja natürlich der Spiegel auch behindertengerecht sein soll. Das heißt unter anderem auch rollstuhlgerecht. Das heißt dann wiederum, der ist so gebaut, dass jemand, der im Stuhl sitzt, sich rasieren kann. Jemand, der keinen Stuhl hat zum Sitzen,
Nachdem ich der Managerin versicherte, mit britischem Humor, dass ein behindertengerechtes Zimmer in unserem Alter auch vorteilhaft wäre. Au! Nie wieder.